den Acker. Yeah. Ich habe mal gehört, das macht man so. Mal hier einen Stein drauflegt. Ja, komm. Richtig? Überall liegen Steine drauf. Und auf den anderen liegen auch überall Steine drauf. Ja. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Zeichen, dass man irgendwie nochmal an die erinnert oder sowas, ne? Ich glaube, hat das zu bedeuten. Irgendwie sowas. Überall. Irgendwie sowas. Okay, was geht jetzt denn ab? Ich habe hier ein Bombensignal, also hier vorne haben wir einen uralten Friedhof. Hier auf dem Acker dürfen wir suchen, denn das ist kein Bodendenkmal, also alles gut, was das angeht. Das ist halt der Acker, wo richtig viele gute Sachen zu finden sind. Und da geht es auch schon weiter. Ein preußischer Beamten- oder Schulterknopf möglicherweise. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wahrscheinlich nicht. Kommt ein bisschen komisch rüber, wenn da vorne direkt so ein Friedhof ist. Aber das behandeln wir ja auch mit Respekt, das Ganze. Aber hier ist es ein alter preußischer Beamtenknopf, schätze ich mal. Na, wer weiß, was hier noch kommt. Also ich bleibe auf jeden Fall noch dran an der Stelle, weil ich kann ja hier komplett drumherum suchen. Um den Friedhof herum. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. Man bekommt die Signale heute richtig schwer rein. Der Boden ist so trocken. Das ist der Wahnsinn heute. Also hat man richtige Probleme, was zu finden. Beziehungsweise man rennt an den Signalen so ein bisschen auch vorbei. Sehr, sehr komisch heute. Klar findet man was. Was haben wir hier? Ach was. Ja, das ist... Oh ja, siehst du? Klar, man jammert auf hohem Niveau, aber man findet was. Tatsache, ja. Von einer... Krass. Von einer Erkennungsmarke. Eine herb rausgebrochene Ecke. Gehe ich mal von aus, dass die wahrscheinlich erwischt wurde vom Trecker. LN Flug steht drauf. Was kann das denn gewesen sein? Da muss ich mich mal informieren. So, jetzt gerade noch mal überprüft, was das für eine Erkennungsmarke sein könnte. Das ist von der Luftwaffe Flugnachrichtendienst. Also richtig, richtig schöner Fund. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht auch noch die anderen Teile drumherum liegen. Also das ist auf jeden Fall spannend, das jetzt hier im oberen Bereich abzusuchen. Gar kein Problem. Das machen wir. Wir wollen das Pferd ja nicht verschrecken. Ich bin ein absoluter Tierfreund. Ich würde auch gerne draufreiten, deshalb. Alles gut, kein Thema. Rehen hilft immer. Ist das so ein Achshase, ja? Ja, heute. Das ist schon viel Energie. Ist manchmal so. Wir kennen das ja öfters, dass welche kommen mit Pferden und manche reagieren ganz normal. Suchen Sie denn? Alles München und so alles. Cool, dann viel Erfolg. Dankeschön. Wenn wir ein Hufeisen finden, dann haben wir Glück und Sie auch. Ja, danke. Bitte. So, jetzt muss es doch irgendwo mal hier sein. Mit 35. Die war aber nett eben gerade, die Reiterin. Naja, sieht ja ganz gut an, ne? Das ist auch richtig schön jetzt gerade, wie die Sonne entgegenkommt. Was schimpfst du da schon wieder rum? Nur Dreck? Na, mal gucken wir mal, ob ich hier auch Dreck habe oder was Gutes. Was ist das Signal denn jetzt hin? Ist hier so trocken alles? Ich werde bekloppt, ne? Jetzt muss ich nochmal rüber wedeln. Das kann doch nicht sein. Ist die Spule hier so schief? Gibt's denn das? Das kann es nicht sein. Hier unten also. Oh, das ist aber was ziemlich Dünnes. Alter. Jo, das sieht mir sehr alt aus. Nach einer alten Münze sieht es mir aus. Nach einer alten Silbermünze. Einer verbogenen. Krass. Silbermünze! Verbogen. So ein Mariengroschen ist das. Da mag ich jetzt ja gar nichts machen, sonst habe ich die gleich in 2 Hälften auf der Hand. Das macht man ja auch nicht. Geil. Bin 5 Minuten hier. Mann, ein Traum. Ich glaube, ein Mariengroschen könnte das sein. Das ist doch nicht zu glauben. So kann es laufen beim Sondeln. Hammer. 34, 35, 36. Ja, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen hier an Signale. Schöne 33. Ah, das wäre ich auch gerne nochmal, du. Oh, nee, ne? Hä? Das ist das doch nicht? Das hier. Ach, das ist ja ätzend. Alu geknüllt. Weltklasse. Nicht. Werte, die um die 40 gehen, da denkt man wirklich, also jetzt ballert das, jetzt knallt das hier gleich. Solche Signale sind geil. Können Freud und Leid zugleich sein.
Kann was Schönes sein. Oder kann auch gleichzeitig der letzte Mist sein. Da steigt doch immer die Vorfreude an. Oh nein, das meine ich ja damit. Das meine ich ja damit, ne? Ein größeres Scheißstück Blech, ne? Braucht kein Mensch, ne? Die Hoffnung war ganz kurz da, dass es was Gutes sein könnte. Das ist halt Sonnenwillen und ich habe in meinem Leben mehr Scheiße ausgegraben als jeder andere wahrscheinlich. Guck ich mal ganz kurz mit dem Point, ob das vielleicht doch schon draußen ist. Oh, der Boden ist hart. Ach nein. Oh doch. Haben wir hier eine Musketenkugel, die mal was getroffen hat schon, oder? Könnte sein. Und dann halt jemand auf jeden Fall, ist er mit einer Delle dann davon gegangen, ne? Eine Murmel ist es auf jeden Fall nicht. Machen wir erstmal zu und markieren die Stelle gleich erstmal. Oh, scheiße. Nagel. Also hier haben sie wirklich gehämmert wie die Bekloppten, ne? Was ich hier schon an Nägeln rausgeholt habe, du, da kannst du ein Baumarktregal wieder mit bestücken. Nicht normal. So, heute ist das Dröhnfestival hier. Dröhnraketenfestival auf dem Detektor hier. Oder was? Mal richtig Halligalli machen. Komm her. Oh. 44, jetzt sieht es oberflächlich. 44 war, glaube ich, vorhin auch der Deckel. Nicht noch ein Deckel hier in der Bahn. Dann würde ich... Oh, was ist das denn? Alter, ist das Ding groß. Was ist das? Ich habe gerade gedacht, eine Riesenmünze oder sowas. Guck mal. Und dann ist da noch nicht mal was drauf. Das ist eine Frechheit, ist das. Was soll das sein? Das hätte doch jetzt eine Riesenmünze sein können. Ja, das ist aber, irgendwas ist das. Ja, irgendwas muss es doch sein, Da oder war was? drin. Guck mal, du hast ja einen Rand dran. Ja. Mach den mal sauber. Pass mal auf, das ist noch was. Willst du sehen? Meinst du? Ja. Was ist das denn gewesen? Verdammt normal. Donnerwetter ist das ein Okolyt. Aber ich kann beim besten Willen hier drauf nichts... Bei mir im Video dran als Dingsbums. Was steht dran? Dingsbums. Dingsbums ist das. Das ist Dingsbums. Ich habe keine Ahnung. Aber Donnerwetter kam das reingeballert, du. Ein fettes irgendwas hier. Mann, 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 Mann. Da kriegst du schon wieder Blähungen. Du echt. Ah, ey. Macht mein Hintern bald nicht mehr mit. Ist das jetzt die Gülle vom Bauern oder? Oh, oh. Oh Gott, was ist denn jetzt? Mensch, jetzt mache ich hier Pause und du ziehst mir da die Sachen aus dem Boden, du. Was ist mit meinem... Darf man das einfach so? Was ist mit meinem Tankdeckel? Ja, mit Genehmigung darf man das, ne? Wird durch eine einfache Fügung an den Tag gebracht. Ja, unter anderem, ja. Heute noch? Ja, ich weiß nicht, wie sie... Ja, selbst heute noch. Wenn der flügt oder grubbert, ne, so 20, 25 cm, dann hast du manchmal Glück, liegt viel oberhalb so, ne? Aber krebst ja trotzdem, ne? Das habe ich mal gesehen. Es ist irgendwie ist so eine Grauzone auch. Ja, ja, also also teilweise mit Genehmigung, weil irgendwie historisch oder archäologisch Genau. was gefunden werden soll. Richtig. Aber dann dürfen sie es auf gar keinen Fall anfassen, dann muss erst der Archäologe gucken. Wenn du merkst, du hast ja irgendwie sowas, dann solltest du die Finger davon lassen und dann natürlich die Profis in dem Sinne daran lassen, die legen das dann natürlich frei. Hier auf dem Acker ist was anderes. Das wird schon zigmal bewegt, ne, durch Flug oder sowas. Kann Und nicht mehr studieren. Habt ihr schon was gefunden? nee, leider noch nicht so wirklich. 2 Münzen habe ich gefunden, aber nichts Wildes. Willst du mal sehen? Heute. Ja, Alter. Aber nicht Euro oder sowas Geld, das ist ein bisschen älter. Kann man sehen? Ja, da siehst du nicht mehr viel drauf auf den. Ich habe jetzt nichts Wildes gefunden heute. Heute kommen die Signale nicht so gut rein. Der Boden ist ein bisschen trocken. Und naja, ist nichts Wildes hier. Da erkennst du fast gar nichts drauf hier. Altes Geld von, wie alt ist das? Das ist noch drittes Reich. Das ist Zinkermünze, die sind immer schlecht vom Material Zink. Kannst du vergessen. Du darfst auch mal gucken, natürlich. Das sind Beifunde für mich. Aber machst du das jetzt einfach, um reich zu werden oder um Ich bin doch schon reich. Das ist nur noch mein Ausgleich. Ich bin doch reich an Erfahrung. Kommt ihr aus Berlin? Ja. Berlin, Brandenburg, macht der Julia. Da ist ja auch immer da ist aber auch Halligalli mit dem Suchen der Berlin, Brandenburg. Oh. Was Ja, sagt man bei euch? Nicht gut Fund. Okay. Nicht Petri Heil oder sowas, das ist Angeln. Groß schaffen sonst. Ja, nette Leute, fahren wir nicht gegen das Auto da, du. Tschüss, ne? Oh, da kommt aber reingeflattert, du. Den müssen wir aber ganz dringend noch mitnehmen hier. Den 45er Leitwert. Mensch. Aber naja. Komm. Ist draußen. Noch sehe ich auch nichts. Was kommt jetzt? Was ist denn das?
Alter! Oh! Alter! Richtig krass hier mit dem Hakenkreuz. Wieder was hier aus dem WW2. Das kenne ich ja nicht. Das ist hier so ein Adler ist das. 1937 oder sowas. Das kenne ich gar nicht, das Ding. Das ist ja geil. Das ist Alu. Das lag sautief und kam so gut rein. Unfassbar. Hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Endlich mal wieder ein Signal mit 34. In der Kategorie habe ich sehr häufig schon Münzen ausgegraben. Aber auch jeglicher, naja, andere Kram kann da sich drunter verbirgen. Aber ein Osterei wird es ja wohl nicht sein, oder? Sehe ich es da nicht schon? Da liegt doch schon Oberfläche, steckt doch schon hier eine Patrone drin. Ach, ist das eine Scheiße. Die willst du ja nun wirklich nicht finden, ne? Aber auf dem Weg zum Glück musst du die ja auch mit ausgraben. Da muss man ja durch, leider Gottes. Mann, ich die Dinger hasse, wa? Die gehen mir vielleicht richtig auf den Keks. Hier drinnen? Das kann doch nicht sein, oder? Doch! Oh, was ist denn das? Eine große? Oh ja! Geil, Mann!